Magic Connections. Free Connections. Herzlich willkommen. Wie schön euch zu sehen. Mein Name ist Shanta und ich komme aus Neuenhain. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Wie geht es euch? Und unser Thema heute ist im Hier und Jetzt sein. Wie geht es eigentlich? Bist du im Hier und Jetzt? Hier und Jetzt? Was ist das? Wir sind jetzt auf jeden Fall online. Ja, ich freue mich auch. Hallo aus Ibiza, ich bin die Asu und ich freue mich jetzt mit euch zusammen zu sein, auch wenn wir es später ausstrahlen. Und ja, Bernd, wie geht's dir? Jetzt ist es super warm hier auf Mallorca, genauso wie hier auf meiner Nachbarinsel Ibiza. Hey, hallo. Und ja, mir geht's sehr gut und ich freue mich natürlich auf unseren nächsten Talk hier im Hier und Jetzt. Und ja, wie ist meine Woche verlaufen? Ich bin immer noch im Schwimmtraining, habe das Schwimmtraining ein bisschen abgebrochen. Der Hund hat leider Gottes so ein bisschen reagiert mit dem Fell. Ich gebe schon ein bisschen Schwarzkümmelöl dazu. Ich muss mal schauen, sie ist sehr empfindlich, was ihre Haut angeht. Und dieses Salzwasser, obwohl ich sie hinterher mit Wasser spüle, immer mit Süßwasser, muss ich immer schauen, was ich mache. Und ansonsten geht es mir bestens. Ich habe ein bisschen viel Termine, aber ich bekomme das einfach wirklich auch schön auf die Reihe und es läuft alles wunderbar. Toll, freut mich total. Du, Das hört sich gut Shanta, an. hattest du Highlights? Hatte ich Highlights? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Muss ja nicht sein. Und wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich gut. Ich freue mich total, mit euch heute zu sein. Und wir hatten schon ein paar lustige Minuten zusammen in der Vorbereitung. Und dann haben wir gesagt, wir legen jetzt einfach mal los und gucken, wie kommen wir so ins Hier und Jetzt. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da knabbern wir ja alle immer wieder mal dran. Das heißt, wir verlieren uns in Gedanken, in Tagträumen und so weiter und so fort. Und dieser Moment, wo wir dann einfach fast schon aufwachen und sagen, hey, 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 stopp, 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 ins Hier und Jetzt kommen, dich wieder zentrieren, dich wieder sozusagen einfangen und oder vielleicht auch aus der Kritik rausgehen gegenüber der Situation und so weiter und so fort, wieder in den Einklang gehen mit dir selbst, im Hier und Jetzt, ist ja wirklich was wir alle täglich erleben in unserem Leben und was auch ganz wichtig ist. Vielleicht ändert sich das auch mit dem Alter. Ich überlege gerade so, dieses Hier und Jetzt, was wir vielleicht gemeinsam fast gleich fühlen, handeln, leben, war vielleicht dieses Hier und Jetzt Leben mit 20, 25 anders, oder? Also bei mir glaube ich schon. Was würdet ihr sagen? Auf jeden Fall. Also bei mir auf jeden Fall, weil ich bin sehr viel so diesen Highs hinterher geflogen sozusagen. Also das war für mich wichtig, high zu sein auch, ja, auf einer hohen Energie. Und dann gab es auch immer mal wieder so Täler. Also ich bin so geritten, Wellen geritten auf meinen Gefühlen, Emotionen. Und ich versuche das im Moment mehr auszugleichen, weil ich einfach weiß, das tut mir gut. Es ist Hm. gut für mein System, nicht so ganz heiß zu sein. Und dann, ja, Auf einer guten Balance zu leben, ne? So genau, auf dieses. einer guten Balance zu leben. Hm. Absolut. Das ist auch mein Zauberwort im Endeffekt, diese Ja. Balance im Leben. Ich sage das immer ganz gerne, weil das Leben ist teilweise wirklich ein Drahtseilakt. So komme ich mir einfach manchmal vor. Das ist aber auch ein sich zentrieren im Hier und Jetzt. Das sehe ich wirklich manchmal, dieses Drahtseil vor mir oder dieses Band eben in dem Sinn, wo ich den einen Schritt nach dem anderen einfach gehe und mir einfach sage, okay, Bernd, jetzt gehst du einfach den nächsten Schritt. Das kann ich wunderschön auch beim Hundespaziergang zum Beispiel üben. Ja, und ich als Transformose Life Coaching weiß, dass wenn ich mit Menschen spreche, die oftmals nicht wissen, wo es langgehen soll, wie sie sich fühlen, haben verschiedene Dinge im Leben erlebt, ist für mich oft dieses
Thema jetzt. Wie fühlst du jetzt? Wenn du jetzt was ändern könntest, was würdest du ändern? Und das sind oftmals Dinge, die gar nicht unrealistisch sind. Und ich dann frage: „Und warum tust du es nicht jetzt? Warum handelst du nicht jetzt?“ Das bedeutet ja nicht komplett, alles an einem Tag und jetzt anzugehen. Das bedarf oftmals einer Planung. Aber jetzt anzufangen, etwas zu verändern. Und dieses Jetzt, finde ich, hat auch sehr viel mit, Mut zu tun. Immer wieder kommt bei mir Mut dazu. Ähm, warum hast du keinen Mut? Ja, weil viele so im Voraus denken, vielleicht klappt das nicht. Ich weiß nicht, wie das werden würde. Also wenn, wie, aber wenn du es jetzt nicht angehst, weißt du das in Zukunft nie, weil du jetzt eben die Entscheidung nicht getroffen hast zu handeln. Und das können ganz, ganz, ganz verschiedene Themen sein, was ich aber immer wieder total interessant finde. Und ich denke, als Transformuse, die wirklich viele Dinge entschieden hat im Jetzt, damals im Jetzt, ähm, auch nicht bereut hat, weil das steckt oftmals in dir, aber du traust dich nicht. Also hab Mut, immer wieder. Hab Mut, jetzt drüber nachzudenken, jetzt zu handeln, jetzt drüber zu sprechen auch, mit Freunden zu sprechen. Man muss nicht immer 'n Life-Coach, an sich nehmen. Auch mit Freunden jetzt drüber sprechen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das hat Erich Ja, Kästner gesagt. Das stand schon in meinem Poesiealbum in in der meinem Schule. auch. Und das ist für mich so Ja, dieses, ja, sei im Hier und Jetzt. Und ich beobachte mich manchmal, dass ich irgendwie so rumwabere, sag ich mal, ja. Und das ist aber auch schon der Moment, wenn man es bemerkt, ähm, dann hole ich mich ja schon wieder ins Hier und Jetzt. Ja, also wenn ich merke, ich bin zu sehr in der Zukunft oder zu viel in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, gerade so mein Entwicklungsschritt. Die Vergangenheit, wir können nichts mehr daran verändern. Das Einzige, was wir aktiv verändern können, ist das Jetzt. Wir wissen gar nicht, ob wir morgen noch leben. Ja, von daher der einzige Moment, der möglich ist, ist das Hier und Jetzt. Das hast du super schön gesagt, dass wir das einfach erkennen auch, dass dieses jetzt sozusagen diese Chance bildet oder auch so diesen Mut, den du erwähnt hast. Und ich möchte auch wirklich dieses Wort über Selbstüberwindung einfach mit reinbringen, weil ich das einfach so erlebe. Wir wollen hier ja nicht irgendwie um den heißen Brei rumreden oder irgendeinen Müll erzählen, einen nicht authentischen, sondern es ist einfach mal so, wir sind Menschen und wir müssen uns immer wieder selbst überwinden. Einer meiner Lehrer, Fritz Schönmeier, der hat es so schön mal auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, der Körper, der will eigentlich nur essen, rumhängen und das dritte, wisst ihr ja auch noch, was dazu kommt, und Vögeln. Das sind die drei Dinge, Sex, die ich eigentlich wollte der gerade Körper sagen, und Sex, genau so ist Vögeln, es. Vögeln, ja genau. Ich komme aus den 80ern, da hieß es damals Vögeln. Ähm, knattern. ihr ja auch knattern. Und das ist wirklich so, diese Selbstüberwindung aus diesem schweren irdischen manchmal heraus in die Intuition, in den Mut hinein, wieder auf seine Ziele sich zu konzentrieren, auf seine Wünsche und sich wirklich bei der Hand nehmen, jetzt bei der Hand nehmen und den nächsten Schritt gehen. Ja, und als Chantal gesprochen hat, kam mir irgendwie in den Sinn, was ich auch super gut finde, wie du das gesagt hast, dieses, wir können nichts an der Vergangenheit verändern. Ich glaube, das hat jeder von uns schon erlebt, dass er jemanden vielleicht mal, verletzt hat, wehgetan hat und sich nicht überwinden konnte, sich zu entschuldigen. Und dieses Jetzt gibt es immer. Es ist nie zu spät, zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, ich habe jemandem Unrecht getan. Tu es jetzt, entschuldige dich. Es ist Überwindung, vielleicht Mut, aber tu es jetzt. Ja, als du gerade gesagt hast, wir können nichts an der Vergangenheit verändern, was ich ja vorher auch gesagt habe,
das stimmt nicht so ganz, weil wir können den Blick darauf Ja, verändern, ja? Also, wir können natürlich, ähm, unseren Eltern immer Vorwürfe machen, dass sie ihren Job nicht richtig gemacht haben. Ich kann garantieren, dass alle Eltern Fehler machen, egal wie sie es machen, ja? Wenn sie zu viel da sind, zu wenig da sind, sie werden es nie richtig machen, weil wir wollen es immer anders, ja? Das ist, aber wirklich den Blick darauf verändern, das ist, glaube ich, die wahre Magie. Und Absolut. Wenn du es jetzt, sorry, wenn du das nicht ja. erwähnt hättest, hätte ich das jetzt erwähnt. Genau. Weil ich meine, das ist, was ich mache mit meinen Leuten hier. Heute in den 2 Stunden sitzt wieder eine vor mir. Und was wir machen, wir umprogrammieren das Unterbewusstsein. Das heißt, wir gehen in die Vergangenheit und wir sehen die Vergangenheit hier und jetzt heute, 2024, von einem neuen Standpunkt aus, von dem Standpunkt der Erkenntnis und der Rückschau, des Vergebens, des Verzeihens. Und dann verändert sich die Vergangenheit. Das heißt, du, ich, wir können unsere Vergangenheit verändern. Und das ist aber auch schon wieder, im Endeffekt geht es schon wieder in dieses Paradoxon, in dem wir leben hier als Mensch auf dem Planeten. Und ja, und auch die Schönheit und das Mysterium. ja, und auf Eltern zurückzukommen, ich glaube, ich habe im Hirn gegraben, wann ich dieses Jetzt, hier und jetzt sehr gespürt habe. Und das war in der Tat voller Liebe, weil ich in diesem Jetzt, in dieser Situation die Liebe, und das waren Tage, Wochen, so extrem gespürt habe. Und das war im Zusammenhang mit Sterben. Und das war zuerst mein Vater, danach meine 2 Hunde. Und dieses Hier und Jetzt war genau dann, weil das Außenrum hat für mich gar nicht existiert. Ich war nämlich in dem Hier und Jetzt, nicht in dem Wissen, ich habe den ja nicht mehr bald, wie nein, diese Gedanken waren gar nicht, weil das war so intensiv voller Liebe, das Hier und Jetzt. Und manchmal hole ich mir das zurück, wenn ich lebende Wesen habe, wie meine Hunde, mein Freund, meine Freunde und sag, es muss ja gar nicht im Sterbeprozess sein, weil du kannst jetzt so intensiv umarmen, sagen, ich liebe dich, was so von innen kommt und zu drücken, ich liebe zu kuscheln. Ähm, Weil ich wünsche mir natürlich, dass ich bei meinen Liebsten bin, wenn der Sterbeprozess ist und ich begleiten darf. Ich wünsche es auch für mich. Aber dieses Hier und Jetzt, und nichts ist mehr außenrum, ist sehr viel mit Liebe auch bei mir. Und, das liebe ich. Das liebe ich bei meinen lebenden Lebewesen, Liebeswesen zu spüren. Genauso wie mit euch hier und jetzt zu sein. Ich genieße es. Menschen können manchmal nicht genießen in diesem Hier und Jetzt, weil sie schon die Ideen haben fürs nächste Mal oder was muss ich tun? Wir haben alle viel zu tun. Aber dieses Nein, genieß es doch jetzt. Dafür danke ich euch übrigens. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Es sind wirklich, besondere Momente, weil wir ja jetzt nicht so dahin leben, sondern wir versuchen, eine Message rüberzubringen oder versuchen geht ja nicht, Bernd, haben wir ja gelernt, gell? Habe ich letztes Mal in der Session mit dir gelernt. Ich mache nämlich manchmal Sessions mit dem Bernd und das ist wirklich wundervoll. Und wir können nicht was versuchen, sondern wir können es einfach nur tun. Und, ja, das ist, die Kunst einfach daran, das wirklich den Moment so intensiv wie möglich zu erleben. Genau, genau. Mit unseren Gefühlszuständen auch, weil wenn wir jetzt vielleicht hier so kluge Sprüche von uns geben, ich erlebe mich auch in dem Moment oder in einem Jetzt manchmal, wo ich gerade nicht weiter weiß und wo ich die Antwort nicht habe.
Aber mich dann in dem Moment auch mit dem Gefühl einfach mal anzunehmen, bei der Hand zu nehmen oder einfach mal zu sagen, okay, ich weiß es halt jetzt eben nicht. Das gehört auch dazu, weil ich würde, weil der jetzige Moment kann uns in allen möglichen Gefühlslagen oder sowas erscheinen auch in einer zerbrechlichen Situation. Also du hast es auch so schön auf den Punkt gebracht. Und dieses sich im Jetzt zentrieren ist für mich auch so das ist der erste Punkt, einfach bei der Gedankenhygiene auch. Ich nehme jetzt einfach den Moment an, wie er ist, erstmal. Stop, Full Stop. Nehme ich einfach mal so an. Und ich schaue, dass ich da nicht dafür bin und nicht dagegen bin, sondern es ist jetzt einfach so. Und dann nehme ich mich an mit dem, was ich gerade fühle. Und dann gehe ich den nächsten Schritt. Und da kommen wir wieder zu dem, was du auch gesagt hast, wo dieses Fünkchen Mut uns einfach zuflüstern darf, uns die Intuition weiterhilft. Und auf die dürfen wir einfach verdammt nochmal hören, ja. Und oder ich liebe das auch, wenn ich nachts in Träumen Messages bekomme. Das finde ich auch super. Neulich hat die Freundin eine alte Freundin von meiner Mama, die hat mich im Traum besucht. Die habe ich am nächsten Tag meine Mama angesimst und habe gemeint, du, schick mir mal die Nummer, ich will mit der sprechen. Fertig aus. Also Leben kann auch ganz einfach sein. Habt ihr manchmal auch das Gefühl, wenn ihr um euch schaut, generell, es müssen nicht Freunde sein, die so stagnieren, weil sie vielleicht zu sehr in ihrem Jetzt stecken, wobei sie vielleicht das Jetzt auch verpassen, weil sie in dem Jetzt, wo sie stagnieren, entweder in ihrer Vergangenheit graben, nicht weiterkommen oder in ihrer Zukunftsplanung auch nicht weiterkommen. Also, man kann ja in dem Jetzt auch komplett, festgehalten werden und nicht weiterkommen und jeder Tag ist nun einmal da, der ist dann weg. Dieses Jetzt ist ja gleich weg. Ähm, weil ich das so als Transformuse auch sehe, aber auch als Freundin. Geht euch das auch oft, dass ihr das beobachtet, auch was so in der Welt passiert? Ich beobachte das auch an mir selbst. Mhm. Also ich habe ja gerade so diese sehr spezielle Phase und ich habe das gestern beschrieben. Das ist dieses, vielleicht habe ich das hier auch schon mal gesagt, das ist so diese Verwandlung von der Raupe in den Schmetterling. Und da gibt es ja diese Phase, wo der Schmetterling verpuppt ist. Und so fühlt sich gerade mein Leben an. Ich weiß, es kommt was Neues, aber ich weiß nicht so richtig, wo kann ich das Neue greifen? Und vielleicht hat das Neue ganz viel mit dem Alten zu tun, aber es auf eine neue Ebene zu heben. Und ich bin manchmal ungeduldig mit mir selbst und dann muss ich aber trotzdem auch wieder mich zurückhalten in der Bewertung, dass alles dann am Ende trotzdem gut ist, wie es ist. Auch wenn ich es mir anders vorstelle. Das ist ja auch so. Wir haben oft so eine Vorstellung von dem, was es ist. Also so in diesen spirituellen Kreisen zum Beispiel wird seit, ich weiß es nicht, gefühlt mein ganzes Leben gesagt, es wird was Neues kommen und die neue Zeit, die goldene Zeit. Und was ist, wenn wir das immer kreieren können? Ja, wenn das gar nicht irgendwie die neue Zeit ist oder Transformation. Es ist immer, man kann da immer rankommen. Absolut, absolut. Ich bin ja auch sehr stark in den spirituellen Kreisen so ein bisschen unterwegs und ich möchte einfach jetzt ganz ehrlich sein mit dem Thema goldenes Zeitalter oder es wird sich alles zum Guten wenden, es wird sich alles entwickeln. Dann ist es für mich trotzdem wieder ein neues Verlagern in die Zukunft, sozusagen, wie du gerade gesagt hast, Shanta. Es ist jetzt es ist jetzt auch möglich, hier und jetzt. Und das ist auch das Einzige, was uns immer bleibt, anstatt uns immer irgendwelche Traumkonzepte für die Zukunft offen zu halten. Natürlich ist der Mensch so, dass er wie die Sonnenblume, das Beispiel habe ich ja, glaube ich, schon mal verwendet, wie die Sonnenblume sich einfach
den Strahlen der Sonne hingibt. Das ist einfach, wir Menschen sind auch so. Wir müssen uns dem Hoffnungsschimmer hingeben. Und das ist ja auch was Wundervolles. Ja, ich denke, wenn ich so jetzt gebe euch komplett recht. Ich transformiere das so ein bisschen auf die Welt, so oft Politiker, die ja so Gesellschaften was versprechen. Und ob jetzt spirituell oder, ne, ist eigentlich egal. Etwas zu versprechen bedeutet ja eine Erwartungshaltung zu haben. Wenn man was erwartet, wird man oft auch enttäuscht. Also warum nicht auch sagen, dass jeder Einzelne etwas ähm, kreieren kann, sein goldenes Zeitalter, etwas in deinem Leben zu verändern. Und wenn du merkst, wie einfach das ist in deinem Leben, bist du auch ein Teil immer der Gemeinschaft, egal welcher Gemeinschaft. Wir sind nun mal eine Gemeinschaft vor der Haustür, weiter weg, komplett. Wir tragen Verantwortung. Ich bin ein handelnder Mensch schon immer und gebe das auch sehr gerne weiter, um Mut zu machen. Trau dich jetzt zum Beispiel zu handeln, statt zu jammern. Beispiel. Ach, also gar nicht von dem großen Leid der Welt, weil ich wollte ja auch immer die Welt verändern, dann ist man natürlich enttäuscht, weil man es nicht kann. Wenn du aber kleine Schritte machst vor deiner Haustür, Menschen, Tieren, sage ich immer, hilfst, einen kleinen Schritt, siehst du, dass du einem Lebewesen, da mache ich jetzt keine Unterschiede, in diesem Jetzt geholfen hast. Und das ist schon so viel wert, weil du hast einem Lebewesen jetzt geholfen. Ich hätte auch jammern können, vorbeifahren können, sagen: „Och Mann, die Katzen, die sterben hier alle oder die Hunde“, und nee, dann mach was. Und das soll aber nicht den Effekt haben, dass man weiter jammert, Menschen, diesen negativen Impuls gibt: „Jetzt macht auch was“, sondern transformier das in was Positives, weil du die Erfahrung gemacht hast, dass du selbst als Person was ändern kannst und die Gemeinschaft ermutigen kannst. Und das ist für mich mein Jetzt und Hier, mein tägliches Leben, mein Sinn des Lebens, die Gemeinschaft einzubeziehen, äh, aus dem Handeln heraus, was ich getan habe. Vielleicht auch aus Handeln, was ich falsch gemacht habe. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich kann auch falsch handeln. Aber Erfahrungen austauschen, Mut haben, drüber zu sprechen, das zu vermitteln und jetzt handeln. Ich bin ein handelnder Mensch und ich sage ja, manchmal weiß ich auch nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ich kann auch nicht in die Zukunft sehen. Aber wenn ich es jetzt nicht tue, weiß ich es nicht. Hm. Absolut, Ja. absolut. Osho. Ich weiß nicht, ob jeder Osho kennt. Ich habe eine Freundin, die ist im Altenheim und sie sagt: „Stell dir vor, hier kennt keiner Osho.“ Ja, also Osho ist ein spiritueller Lehrer, der mich von jüngsten, also ich war, glaube ich, 16, als ich das erste Mal so ein Buch gelesen habe von ihm. Damals hieß er Bhagwan. Da war er sehr bekannt, weil er war der Sexguru und, War der nicht immer Medi orange? Entschuldigung, das war genau, nicht. ja, 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 genau. Also damals war das so, dass seine Schüler, ich inklusive, in Rot-Orange rumgelaufen sind, wie der Sonnenaufgang. Und der hat, also wenn man seine Lehre auf etwas runterbrechen möchte, dann ist es wirklich so, der hat immer gesagt, be here now, sei im Hier und Jetzt. Ja. Und das ist in der Spiritualität in vielen Lehren, auch die Byron Katie, die hat ja auch so diese Sätze, ist das jetzt wirklich so? Ja, und in diesem Moment, ist es wirklich wahr? Das, was wir uns da vorstellen, ist das wirklich wahr? Ist es wirklich so, wie es zu sein scheint? Und oft ist es nicht so, sondern im Hier und Jetzt ist eigentlich oft alles okay. Das ist auch so mein Mantra, bisschen, Shanta. Das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe eins in meinem Leben, in meinen 56 Jahren hier auf der Erde auch schon gelernt, dass ich manchmal gar nicht wissen konnte, für was es gut ist. Auch der ganze
Mist, der passiert ist, der ganze Müll und das ganze Leid, das ich auch erfahren habe, hat im Endeffekt auch eine goldene Chance in sich verborgen, also hat sich in sich geborgen. Und deswegen bin ich, auch wenn mal eine schlimme Phase da ist, eine schwierige Phase da ist, das schwingt so im Hintergrund immer mit. Das schwingt so wie so eine Hintergrundmelodie immer mit. Und ich sage mir das manchmal auch, Bernd, du weißt gar nicht, warum das jetzt, für was es gut ist. Bleib in deinem Vertrauen. Und wenn das manchmal einfach nur so ein kleines Fünkchen Vertrauen ist, das ich hier und jetzt dann aufbringen kann, so eine ganz Mini-Flamme, aber die gönne ich mir. Und Arthur, du hast ja vorhin noch gesagt mit der Stagnation, das fand ich auch sehr wichtiger Punkt, weil davon gibt es sozusagen nicht nur 2, sondern auch 3 Seiten für mich. Das heißt, einerseits, wir erkennen sozusagen im Außen, aha, da ist jemand, der stagniert, oder das heißt die Weltsituation oder einzelne Personen. Und natürlich könnte man einfach so eine keine Eselsbrücke, einen Regenbogen sich malen, in die eigenen Bereiche. Wo stagniere ich noch? Wo passt es mir nicht, wenn ich da nicht weiterkomme? Und dann am besten natürlich dieses ganze Konzept wieder fallen lassen und so wie du auch gesagt hast, Arthur, den Mut aufbringen, die Überwindung zum Handelnden wieder zu werden, das anzugehen, selbst weiterzumachen, in die Richtung vorzudringen, wo du vordringen willst, dahin gehen, wo du den Hoffnungsschimmer siehst. Und dann gleichzeitig verwandeln sich dann plötzlich auch alle anderen um dich herum. Aus den Stagnierten, selbst da entdeckst du dann plötzlich diese Hoffnungsschimmer und es gibt neue Verbindungen, man geht neu auf die anderen Menschen zu und es entsteht dann plötzlich auch was Neues. Absolut. Und dazu fällt mir auch ein, es gibt ja auch die andere Sichtweise jedes Einzelnen, der sagt, ich lebe jetzt und hier. Und was morgen ist, ist mir egal. Thema Verantwortung tragen. Nehmen wir die Insel, meine Insel Ibiza. Menschen kommen, es gibt ein paar, die sagen, es ist mir egal. Ich lebe jetzt in meinem Urlaub. Schmeiß Müll an Beach oder wie auch immer. Bedeutet für mich dieses Jetzt und Hier immer in Verbindung mit Verantwortung. Weil es gibt diese Menschen, die sagen, wie ich eben meinte, was ist morgen? Wer weiß, vielleicht, wenn wir sagen, wir wissen nicht, ob wir morgen leben, meinen wir 3, wenn wir das sagen, sehr positiv. Ich weiß aber, es gibt Menschen da draußen, die sagen, nach mir die Sinnflut. Und das finde ich sehr verantwortungslos. Und das finde ich, gibt es sehr global in unserer Gesellschaft gesehen zu viele. Ich finde, das ist ein Mindset, ein positives Mindset, zu sagen, ich lebe im Jetzt mit Verantwortung, nicht nur für mich, sondern auch für meine Gemeinschaft. Das wollte ich sehr gerne loswerden. Wenn wir darüber sprechen, ist nicht das gemeint, liebe Leute. Wir kommen sowieso jetzt gleich in die Pause übrigens. Wollen wir? Jetzt? Pause. Ja, klar. Und sag's. Abonniert uns. Jetzt. Kostenlos. Jetzt. Genau. Jetzt noch ist es kostenlos. Wer weiß, was später ist. Nein, bleibt immer kostenlos. Also, bis gleich. Ciao. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Ich habe so viele Wünsche. Und einen verrate ich euch direkt. Ich wünsche mir sehr bald, mit 2 Lebensfreunden wieder verbunden zu sein. Und zwar zu Hause auf Ibiza. In echt und nicht via Internet oder Nachrichten. Und beide habe ich so lange nicht gesehen. Meine, oh Gott, ja, Lebensfreunde da. Das ist die Shanta und das ist der Bernd.
Und wir sind zusammen und haben gesagt, wir machen ein Video. Einfach so, wir haben nichts geplant, nur ein bisschen das, was wir können. Ich kann reden, connecten. Shanta zeigt euch gleich, was ihre Liebe ist, weil wir spreaden Love. Und was Bernd spreadet und was er macht, weil die haben das auch professionalisiert. Und sie waren das Wochenende hier. Und es war wunderschön. Und sie kommen wieder? Es war wunderschön. Shanta, das erste Mal auf Ibiza. Das erste Mal auf Ibiza und ich habe mich verliebt. Hello, nach der Pause wieder da. Hallo. Immer noch aus Ibiza. Jetzt Immer und noch auf hier. Mallorca. Genau. Ich bin, glaube ich, auch Gott sei noch Dank. hier. Du glaubst, du weißt es nicht. Glauben heißt nicht wissen. Naja, zumindest glaubt sie dran, dass ich hier ist. Das ist schon mal ganz gut im Hier und Jetzt. Und es gibt auch noch eine Neuigkeit. Die Asa wird uns gleich was Wunderschönes verraten, was in ihrer Zukunft auf sie zukommt. Jetzt und hier kündige ich an. Nein, ich habe einen Anruf bekommen aus Hamburg. Und zwar, nach 2-jähriger Pause wird Shopping Queen des Jahres gesucht. Und da es ja wöchentlich eine Queen aus jeder Stadt gibt, aus fast allen Städten Deutschlands, und es sind über 120 pro Jahr, darf ich daran teilnehmen. Und es war eines meiner größten Wünsche, nachdem ich ja Ibiza Shopping Queen wurde, mit Selena zusammen, war meine Frage, und, wann gibt es Shopping Queen des Jahres? Und dann sagte man mir, das gibt es nicht mehr. Und ich dachte, naja, okay. Bing, kam vor wenigen Tagen ein Anruf. Also, wir möchten dich gerne dabei haben. Und wisst ihr was? Ich freue mich, nicht nur jetzt. Ich freue mich morgen, bis es soweit ist. Und ich genieße das jetzt. Das war, als wir die Dreharbeiten hatten, habe ich wirklich, und das habe ich auch gesagt, ich genieße es jetzt, weil es war mein Wunsch, daran teilzunehmen. Und ja, ich glaube, so gegen Weihnachten wird es dann ausgestrahlt. Im September wird aufgenommen. Das kann ich euch jetzt so verraten. Und ich finde das so ein schönes Mantra, wie du, also wenn du mit so einem Fokus reingehst, Leute, hört euch das an, ja, und probiert es einfach mal aus. Also dieses ganze auf einen Moment hinfiebern, den dann so planen und dann so ein starres Konzept oft davon im Kopf rumzutragen und dann vielleicht auch noch enttäuscht zu sein an dem Tag oder in der Woche, was da auf euch zukommt, bleibt im Flow und lasst euren Fokus einfach das wirklich sein, was die Astrid gesagt hat. Genießt es. Der Genuss darf im Vordergrund stehen. Und das bist nämlich dann auch du, der da im Vordergrund steht. Also wir dürfen da wirklich die Hauptrolle einnehmen. Danke, dass du das sagst. Ich vergleiche das oft, weil man ja jetzt nicht Drehtage oder Fernsehauftritte hat, wie mit Urlaub. Das habe ich auch mit Freunden damals erlebt. Man fiebert auf den Urlaub und dann ist man im Urlaub, dann, es ist zu heiß, es ist zu viel Sand, die Sonne scheint nicht, ist zu voll, das Essen schmeckt nicht dies. Also man kann den Urlaub, auf den man hinausgefiebert hat, sogar auch noch gespart hat, sich das vermiesen. Und das habe ich nie verstanden. Ich habe mich immer auf dieses Jetzt gefreut, auch wenn, ich habe oft den Ibiza-Urlaub gemacht, nicht alles gestimmt hat, aber es hat alles gestimmt. Aber wenn du erwartest, dass all das stimmen soll, das wird nie sein. Und deswegen sind viele Menschen in diesem Jetzt enttäuscht, weil die Erwartungshaltung, die können andere nicht erfüllen. Das liegt immer nur an dir, genau wie du sagst, an deiner Sichtweise. Und wenn es dann in Hamburg regnet oder ich die Klamotten nicht bekomme, weil das kann ich nicht planen. Es ist egal, weil ich freue mich in diesem Jetzt, wenn die Kamera läuft, bei Shopping Queen des Jahres dabei sein zu dürfen. Und wenn ich nicht gewinne, ich war dabei und ich habe das Jetzt genossen. Ich freue mich so sehr für dich, Asu. Also Kann ich meine ehre Konfettis dich jetzt dafür wirklich. machen? Bitte. Ja, klar. Bitte. Lass regnen. Das ist Lass so regnen. wundervoll. Das geht nicht. Yay. Da mache ich mal ein paar Herzchen. Guck mal, anstatt du, ich habe sie dessen. dir geschickt. Ah, no, doch, ja. Ja, es ist einfach Jetzt mega. Konfettis. Und Danke. ich finde es so, so schön, dich da auch zu sehen und auch wirklich zu sehen, das bist du. Ja, also du spielst da nicht irgendwie eine Rolle, sondern das bist du. Ich kenne dich ja auch sonst so. Du bist in
real life auch wirklich so. Genau. Ja. Was du jetzt auch gerade noch gesagt hast, also ist auch so ein schöner Hinweis. Und da kann ich wirklich auch die Menschen da draußen einfach nur auf, wenn ihr mal spürt, dass ihr mal so feststeckt, ja, oder eben nicht im Hier und Jetzt, nicht im Flow seid, ja, dann könnt ihr euch auch Hilfe holen. Wir alle drei, wir arbeiten ja mit Menschen auch zusammen in den unterschiedlichsten Bereichen, helfen den Menschen weiter. Und weil, was die Arthur dort gesagt hat, das ist einfach so schön auch und hat mich einfach dazu jetzt zum nächsten Gedanken inspiriert, dass wir jetzt heute schon anfangen zu genießen. Also dieser Genuss, von dem sie da gesprochen hat, der wird natürlich dann da auch stattfinden, so gut wie möglich, wenn du dann bei den Dreharbeiten bist, wenn dann dieser ersehnte Event in unserem Leben dann endlich soweit ist oder der Urlaub oder das Treffen. Aber die Magie oder die Kunst und das Erkennen findet hier, heute und jetzt statt. Und hier, heute und jetzt diesen Genuss ins Leben einzubauen, zu leben, jetzt zu leben, ist im Endeffekt die wundervollste Vorbereitung für einen schönen Ausgang, für ein Neugestalten einer Zukunft, den wir uns selbst schenken können und der Welt. Und da können wir uns ja selbst auch immer wieder rein begleiten. Ne? Also es gibt da natürlich so total viele Tools, die man da benutzen kann. Für mich ist zum Beispiel auch die Natur sowas, wo ich immer wieder meine Batterien aufladen kann, mich verbinden kann mit der Schönheit, so die Natur wahrzunehmen. Das ist für mich auch immer wieder so eine Verbindung mit dem, wenn ich es mal verloren habe oder so. Ja. Für mich ist die Verbindung definitiv Natur und der Hund, meine Hunde. Weil generell der Hund, ich kann jetzt so von Hund sprechen, der lebt in dem Jetzt. Ja, und es gibt für den nicht, was war, doch, wenn er Traumas erlebt hat. Die sind mit Ängsten verbunden, darf man nicht vergessen. Traumatische Erlebnisse, die sind in seinem Jetzt auch bei Hunden. Und ich habe ja gerettete Hunde. Aber dennoch zeigt es für mich, das sind für mich wirklich wie Vorbilder, meine Gurus, die pure Liebe, weil sie im Jetzt leben. Sie wollen jetzt essen, sie wollen jetzt kuscheln, sie freuen sich, wenn du reinkommst, egal wie lange du weg warst. Es ist dieses Jetzt voller Liebe. Und ob es jetzt Liebe ist, Angst ist, es ist immer dieses Jetzt, weil sie denken nicht, was ist morgen. Auch streunende Hunde oder sowas, die haben jetzt Hunger und suchen jetzt nach Essen. Die überlegen nicht, vielleicht sterbe ich in einem Tag oder sowas, ich gebe auf. Nein, die geben nicht auf. Die suchen jetzt was zu essen. Und für mich ist wirklich der Hund mein Draht zur Verbindung zur Natur, wie du irgendwann mal schön gesagt hast, Bernd. Der Hund führt mich immer Gassi. Der Hund bringt mich raus. Dafür bin ich immer dankbar. Damals in meiner Arbeitswelt mein verstorbener Hund. In der Agenturwelt so viel. Nee, wir gehen jetzt raus. Pause. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich nehme auch kein Mobile mit. Ich wollte jetzt mit meinem Hund sein, weil der war mit mir im Büro. Das Gassi gehen war unsere Jetztzeit. Und ist auch nicht schlimm. Man ist mal eine halbe Stunde einfach nicht erreichbar. Das ist auch ein Learning. Und für mich war das immer mein Hund, der mir dieses Jetzt auch gezeigt hat, mich selbst zu stoppen, weil ich kann auch wirklich in einem Rad sein, ne? Ich muss das noch machen, dies noch machen. Ich kann mich super selbst stressen. Also, das kann ich. Aber ich habe gelernt, mich in dem Jetzt zu stoppen. Und oftmals war wirklich mein Hund in dieser extremen Arbeitswelt mein Stopper, das Jetzt zu genießen und mein anderes Leben jetzt, jetzt, was ich mir auch ausgesucht habe, sehe ich die Verbindung Hund-Natur. Ja, Das machen ja auch schon einige Firmen, die erlauben, dass der Hund mit darf. Also ja, wenn er sozusagen sich gut einfügt in diesen Firmenalltag, werden ja vielleicht auch bei Menschen, die ein bisschen kreativer arbeiten, wird es erlaubt. Finde ich eine sehr schöne ja. Idee. Und Mehr davon. genau,
Genau, absolut, absolut. Das tut allen gut, wenn Ja, da Hunde rumlaufen. Also ich sowieso in Krankenhäuser, ja, keine Ahnung, überall in die Altersheime, lasst die Tiere rein, ja. ja. Also, und was du auch gerade gesagt hast, Asu, ich setze mir auch meine Ankerpunkte, nenne ich die einfach mal, die mich Mhm. doch immer wieder zentrieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch dieses zweimal, ich gehe zweimal zu einer festen Uhrzeit in der Woche zum Sport. Und da muss ich mich manchmal überwinden, das ist nicht einfach, aber ich weiß, was da passiert. Durch diesen intensiven Sport zweimal die Woche werde ich einfach zentriert, vollkommen über den Körper dann in dem Fall, nicht immer über den Geist. Man muss sich nicht immer über den Geist zentrieren, sondern da wird der Körper zentriert. Und da komme ich auch manchmal aus diesem Gedankenkarussell raus. Oder wenn ich mit meinem Schnorchel, in dem Moment, das habe ich schon mal erwähnt, letzte Woche oder vor 2 Wochen, wenn ich mit meinem Schnorchel unter Wasser falle, dann ist die ganze Welt weg über mir Ja. und ich bin in der Unterwasserwelt und bin vollkommen da. Ist auch wirklich, macht euch solche Ankerpunkte im Leben, die euch zentrieren, die euch immer wieder rausholen aus diesem Alltag. Und Manche machen Atemübungen, egal was. Das genau, ist eine wichtige Message, definitiv. ja, Absolut, Öle ja. einatmen, was du uns auch Genau. immer mitgibst, dich bestimmte Öle zu benutzen, auf die Handfläche, dreimal tief ausatmen, Shanta. Ja, super Message. Nicht jeder hat einen Hund, nicht jeder wohnt am Meer, aber denkt nicht, ich habe das nicht, dies nicht. Sucht euch was. Sucht euch was. genau, Ja, da hast du was Wichtiges auch erwähnt, Bernd, Sport. Ich mache zurzeit Zumba. Das ist, Stimmt. Ja. das ist so witzig. Und am Sonntag zum Beispiel, oh, ich war noch ein bisschen verschlafen, es war 8:45 oder sowas. Und dann war ich in dieser südamerikanischen Energie, ja, also da ist wirklich, es gibt kein Halten, ich versuche den Schritten zu folgen, kann es manchmal nicht, aber ich gehe immer mit einem Lächeln raus und das ist Schön. wirklich, ja, Therapie auch für mich, ne? Also den Körper einzusetzen, den Körper zu spüren. Über den Körper kann ich auch immer wieder ins Hier und Jetzt kommen und ja, das ist echt cool. genau, genau. Wir sind ja diese Wesen, Körper, Geist und Seele. Und das sind diese 3 Ebenen, auf denen wir im Endeffekt ja funktionieren, agieren, existieren. Und diese 3 dürfen im Einklang sein, die dürfen auch gleich behandelt werden. Also der Spirit, unsere mystische Seite, unsere Wünsche, Hoffnungen, Träume, Fantasien, Visionen, dann eben der reale Alltag auch, der darf gestaltet werden. Wie du schon gesagt hast, wie Arthur das gemeint hat, mein Hund führt mich aus. Also und da habe ich manchmal auch keinen Bock, aber ich gehe mit. Und der Körper auch. Wir dürfen uns auch über unseren Körper kümmern, dass der auch im Hier und Jetzt versorgt ist. Wo du, Shante, jetzt über Tanzen gesprochen hast, kommt mir jetzt so ein Gedanke. Da hatte ich dieses Gefühl hier und jetzt und fühlte mich, ihr wisst, Back to Future I Love, war ich so ein bisschen, hatte ich Flashback. Ich gehe gar nicht mehr so clubben in die großen Clubs. Ich mag immer noch so ein bisschen Underground-Club, nicht so viele Leute. Ich brauche Platz zum Tanzen. Und es waren Freunde aus Madrid, die eine Techno- Reihe machen und haben in Ibiza begonnen, mehrere DJs in einem kleinen Club, was eine Bar ist, dann machst du irgendwann die Tür zu, das ist ein super Club. Da waren vielleicht 60, 70, 80 Leute, Platz zum Tanzen und die Musik. Ich habe mich gefühlt in diesem Jetzt, als wir da waren, wie in Frankfurt-Zeiten, wo es nicht Hardcore-Techno, sondern diese elektronische Musik, die dich mitnimmt einfach. Und ich war in diesem Hier und Jetzt und ich habe das Gefühl schon lange nicht gehabt, mit der Musik im Einklang zu tanzen, die Freiheit zu haben, mit Armen und in diesem Hier und Jetzt habe ich nicht einmal mein Handy rausgezückt, um Foto oder Video zu machen, weil ich habe dieses Hier und Jetzt so genossen. Es war überhaupt keine Sekunde habe ich dran gedacht, das jetzt festzuhalten
was ja normal ist für Leute, die weggehen und hier und da. Ich mache das ja auch gerne. Aber das war dieses Hier und Jetzt, die Musik zu spüren, zu tanzen. Weil ich denke, wenn du jetzt zu deinem Kurs gehst, tanzt, zückst du auch nicht dein Handy raus, sondern du genießt dieses Hier und Jetzt. Das ist für mich, was es früher auch war, als wir weggegangen sind. Waren wir, und wir waren auch immer die Person, die nicht gesagt hat, nee, mir zu voll, nee, gab es ja immer diese Leute. Ich konnte es immer genießen. Ich habe immer gesagt, ich mache immer das Beste draus. Manchmal hat mir der Track nicht gefallen, dann bin ich halt raus in die Ecke oder wie auch immer. Das ist mir jetzt nur eingefallen. Also genießt es wirklich, egal wie alt, jung ihr seid. Wenn ihr was macht und es entspricht nicht euren Vorstellungen, weil die Musik jetzt 2 Tracks nicht so toll ist, egal. Genießt die Tracks, die euch gefallen. Oder lasst euch mitreißen. Und lasst manchmal das Handy drin. Genießt es hier und jetzt. Ja. Es funktioniert, auch in 2024. Ja, so gut, dass du das sagst, auch die Musik nochmal erwähnst, weil Ja. Musik ist auch wirklich was, das bringt uns auch Music immer is wieder the ins Hier. Ja, Music is the answer und my first love was music und music was my first love, so geht's. Und ich gehe natürlich auch nicht mehr so viel feiern, weil es mir viel zu spät ist. Ich gehe jetzt zum Tanztee. Das ist auch voll geil. Einmal Mit im einer Monat Freundin ist von uns. ja, genau, mit einer Freundin von uns. Und Tanztee auf der Mainot jeden ersten Sonntag im Monat. Da trefft ihr mich oft oder eigentlich immer live. Ist auf dem Ähm, Schiff, ne? Das ist ein Schiff, genau. Das ist ein renoviertes Schiff am Main, wo Nidda und Main sich küssen. Und da liegt der Mr. Cosmic Cat legt da auf und macht einfach total viel Spaß. Jetzt können wir es machen. Cosmic Cat. Ja, ich habe die Erfahrung hier auch gemacht auf Mallorca mit diesem Aesthetic Dance, heißt es. Das heißt Barfußtanzen im Freien meistens oder im Winter haben sie dann halt eine Halle angemietet und haben sogar, was ich ganz toll fand, diese Matten, die auf so Spielplätzen sind, haben sie die ganze Halle mit so Matten ausgelegt, das dann einfach noch ein bisschen weicher ist. Und da kann man dann wirklich so richtig schön rumhopsen. Und die hatten so ein schönes Konzept, dass du, ja, man steht da fast eigentlich alleine. Man kann natürlich auch mit Freunden hingehen, aber das ist wirklich zum Barfuß alleine tanzen. Und das Thema war einmal, sich in der Musik sich zu verlieren. Also dich selbst, den Körper und die Musik einfach zu spüren. Und da gibt es auch DJs auf der ganzen Welt, die reisen von einem Aesthetic Dance Festival zum anderen. Und es sind oft auch ein bisschen Techno, aber auch so ethnische Klänge gemischt mit Techno. Also ich fand es wirklich immer super und habe das so schön genossen, was die Aso vorhin auch gesagt hat, wenn die Musik dich sozusagen leichter macht, Ja. wenn die Schwerelosigkeit eintritt und du dann sozusagen von den Klängen getragen wirst. Wow, so Ja. geil. Ja, Und Ecstatic Dance ist absolut. super. Ja, es ist einfach sensationell, auch dieses Konzept, dass Alkohol da rausfällt. Also in den meisten Settings Genau. ist es ja so, dass da kein Alkohol mit dabei ist und dass wirklich Menschen so auf ihrer Energie schweben. Was da manchmal erlaubt ist, ist Kakao. Also, ich habe meinen Wodka Red Bull getrunken, das wollte ich sagen. Ich habe jetzt Beim Elektro. Ja, Ecstatic aber Dance? ich war ja immer drogenfrei, ohne Drogen, nicht Ästhetik, wo ich jetzt war, in dem Okay, kleinen okay, Club. okay, Genau. okay. Ja. Wodka Aber Red bei Bull. Osho, die Osho-Diskotheken waren da früher auch, die waren ja auch so im Konzept oder so ein bisschen, gell? Ich weiß es nicht. Also ob die alkoholfrei waren, weiß ich glaube nicht. Aber schon. also da das gab war es, glaube zumindest ich, manchmal so ein, verschiedene genau, verschiedene Konzepte, Konzepte. ne? Ja, genau. Ja, Ja. jetzt noch mal ganz kurz auf Osho zurückzukommen. Der hat ja auch so dieses im Hier und Jetzt sein durch Meditation. Und er hat dann auch gesagt, dass der Europäer das manchmal schwer hat, wirklich in die Meditation zu kommen, ohne vorher in Aktion zu gehen. Deshalb hat er aktive Meditationen entwickelt und das ist tatsächlich noch sowas, wo ich die Idee habe, das möchte ich auch auf die Welt bringen, mehr, auch im Real Life, in echt sozusagen, so eine aktive Meditation zu machen mit Schütteln, Tanzen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich noch was in meinen Visionen ist, was umgesetzt werden möchte. Super Schön, wenn Idee. wir auf Visionen kommen, weil da können wir zu unseren Last Messages kommen, unsere letzten Minuten.
Ja. Schmeiße ich mal mit rein. Ja, genau, genau. Ja, das ist ganz interessant, einfach eben, weil ich mache da einfach weiter, wo die Chantal gerade Ja, angefangen hat. Das ist, weil wir senden ja hier hauptsächlich in Europa oder im deutschsprachigen Raum auch. Und es ist super interessant, was du gesagt hast, weil eben in unserer Erziehung der Träumer, der Anteil des Träumers, der Fantasie, des Nichttuns, schon in der Erziehung, in der Gesellschaft so ein bisschen als verwerflich oder als nicht förderlich oder nicht gut hingestellt wird. Deswegen fallen wir anscheinend auch ein bisschen schwerer in diesen Zustand. Es wird vielleicht in anderen Gesellschaftssystemen eben nicht so bemängelt, sondern es wird dann lässt man die Menschen einfach so ein bisschen, die hängen halt einfach rum und machen nichts. Oder keine Ahnung, oder in Indien ist ja die Meditation auch, oder in Japan zum Beispiel, der Länder, wo Meditation von vielen praktiziert wird. Finde ich ein schöner Hinweis von dir, Shanta. ja, finde ich auch. Ich glaube, die sind einfach viel verwurzelter an ihre Geschichte, was Europa, verschiedene Länder eben nicht sind. Die sind mehr faktisch und orientiert an vielen anderen, wo jetzt Japan, Indien sehr an ihre eigenen Wurzeln, und das hat ja Geschichte, wäre jetzt so meine Interpretation, warum das vielleicht so ist, ja. Ja. Weil Aber wir in Europa, Japan arbeiten sie auch ganz viel, ne? Also die ja, arbeiten sehr sich extrem, ja, das teilweise oder das. Ja. sehr extrem, genau, Ja, die arbeiten sich zu ja, Tode sozusagen, ne? ja, Also es sind auch sehr fleißige Menschen, die meditieren nicht ja, den ganzen Tag, ja, aber die haben Ja. halt so dieses Zen, dieses Geradlinige und das ja. stimmt. Das Ja. stimmt. Nee, aber es ist eine schöne Idee, zumindest einfach so als Tipp auch für Menschen, die vielleicht nicht leicht in die Meditation kommen, dass man eben sowas einbaut, dass man einfach mal so wirklich so mal so 10 Minuten durchschüttelt. Glaube ich, das gab es ja bei Osho, diese Meditation, Genau. dieses Zappeln sozusagen, den ganzen Körper durchschütteln und dann aus diesem Shaking dann eben in die Meditation gehen. Das heißt, da ist ja dann vielleicht auch schon so eine Art Beruhigung oder man hat schon Gedanken abgeschüttelt. Es tritt eine Beruhigung ein, stelle ich mir gerade eben vor. Es tritt ja, vielleicht auch sogar eine kleine Erschöpfung, die hilft, in die Ruhe zu gleiten, in die Meditation. Super. Ja, Ja, auch bei Kindern, wenn die so hyperaktiv sind, ne, ist es, glaube ich, gut, also wenn man dann sagt, jetzt sei mal still, ist mal gut, sondern dann eigentlich zu sagen, okay, jetzt tob dich mal richtig aus, schrei mal rum und sei wild und dann die wieder zurückzuholen, ja, weil wenn die eh schon so in Action sind, die so ganz zu bremsen, glaube ich, ist nicht immer einfach. Manchmal muss es sein, natürlich, aber ja, aus der Aktion, wenn man dann ganz aktiv war, in die Ruhe zu kommen. Das ja. ist die Idee Ja, ja, dahinter. ja. Ist in der Ja, bei heutigen Kindern, Welt sehr wichtig. Für Erwachsene, nicht nur Kinder, ne? ja, Und das hatten wir eben angesprochen. Eigentlich ist es das, was du gesagt hast, Bert. Jeder sollte was suchen, wo er sich wieder zentrieren kann. Um dich herum, deine Arbeit, deine Familie, deine Kinder, alles ist zu viel. Finde was, wo du dich zentrierst, um wieder zur Ruhe zu kommen. Oder wenn du selbst aktiv bist. Ich meine, genau das, was ihr mit Kindern beschreibt, ist eigentlich die Message an die Erwachsenen, ja. Ich würde gern als Last Message anfangen und aufgreifen. Das hat mich auch wieder dazu gebracht in unserem Gespräch, dass ihr gibt so viele Impulse, ich liebe es, ja, ist Vision. Und zwar komme ich auf Vision, Wünsche manifestieren und handeln. Und ich lebe ja meinen Namen, der ja Wunsch bedeutet. Ich habe ja viele Wünsche, habe das jetzt auch gesagt mit Shopping Queen oder wie auch immer, es sind auch andere Dinge. Ob ich das jetzt manifestiere oder nicht, ich wünsche es mir einfach so sehnlichst und dann kommen Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Es gibt aber Dinge, die ich selbst beeinflussen kann, was mit Handeln zu tun hat. Ich habe ja immer gesagt, meine Vision irgendwann möchte ich gerne mein Buch schreiben und ich habe es euch gesagt. Ich fühle mich bereit und ich möchte es jetzt angehen. Und da ich ja den tollsten Bestseller-Buchautor als Freund habe, der mich begleiten kann und mir helfen kann und mir das auch einen innerlichen Halt gibt, auch, muss ich sagen, Support gibt,
Aber ich will anfangen. Es liegt an mir. Es ist jetzt nicht der Bernd, dem ich das einfach hinschmeiße, sondern ich weiß, ich schreibe das nicht für die Tonne, sondern der Bernd kann checken, wie auch immer. Also da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Es geht erstmal um mich jetzt. Und ich habe jetzt entschlossen, bevor ich abends doch immer, und ich daddel gern rum, so im Social Network World, nee, es ist jetzt für mich die Zeit zu beginnen. Ich habe auch schon meine Kapitel zusammengeschrieben, weil ich brauche diesen Push. Ich kann mich selbst pushen, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und es geht um Courage. So heißt mein Titel. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Also macht eure Vision, Wünsche, geht sie an. Es ist ein Selbsthandeln. Zu allerletzt noch. Now or never. Gibt es ja auch ein schönes Lied. Now or never. Oder jetzt oder nie. Ich finde, es ist Bullshit. Heißt nicht, wenn du es jetzt nicht tust, tu es nicht oder nie, sondern whatever, tu es. Aber irgendwann ist jetzt. Wenn es nicht jetzt ist, ist morgen dein Jetzt. Oder nächstes Jahr dein Jetzt. Dein Jetzt ist, wenn du sagst, es ist jetzt. My message from Ibiza to the world. Eine wundervolle Inspiration, also wirklich das zu tun, ja, was du jetzt tust, ein Buch zu schreiben. Super schön. Ende gut, alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, ich danke euch sehr für eure Zeit. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und ich möchte dich da draußen gerne auch nochmal anregen. Schickt uns, was ihr gerne hören wollt von uns. Gerne, ja. Ne? Und Bernd, kannst du sagen, was wir in der darauffolgenden Folge haben werden? Kaum. Genau, ich würde euch gerne noch einen ganz lieben Freund von uns ankündigen, den Daniel Bechmann von Sagenhaft und Sonderbar, und mit dem wir schon ein bisschen zusammengearbeitet haben. Und der wird hier einen Number 4, Magic 4 Connections dann beim nächsten Dreh darstellen. Und da freuen wir uns riesig drauf, einfach so einen lieben Menschen bei uns zu haben. Der erste Gast übrigens in unserem Podcast. Ja. Super, freut Zu, mich. zu Folge 10, unser erster Gast. Vielleicht Ja. kannst du auch unser Gast sein. Bewirb dich einfach. Genau. Wir freuen uns auf dich. Also, ich sage jetzt Tschüss. Dankeschön. Ciao. Alles Tschüss. Liebe. Ciao, ihr Lieben. Dankeschön. Ciao. Magic Connection.